Viele Fragen zu Starship Flug 10. Wie geht's weiter? SpaceX hebt erfolgreich ISS-Orbit an. Aggressives Feuerverhalten auf der ISS. Knochenzellen unter Schwerelosigkeit. US-Senat zu Artemis. Zu teuer, zu spät. Ist China längst auf dem Weg zum Südpol? Rocket Lab weiht Neutron-Startplatz ein. Ein hungriges Nilpferd soll Falcon 9 Konkurrenz machen. RFA testet Oberstufe und Astrobotic startet von ESA-Startplatz Andoya. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space Update auf Deutsch. Der 10. voll integrierte Starship Super Heavy Testflug, der war erneut sehr unterhaltsam zu schauen und aus meiner Sicht war es auch ein Befreiungsschlag für die zähe Version 2 Flugkampagne und damit vielleicht fürs gesamte Starship-Programm. Ihr habt mir Artikel und Berichte geschickt, die den Flug kritischer eingeordnet haben und mich um eine Einschätzung gebeten. Jetzt bin ich ja auch kein Insider, aber ich habe mich ein bisschen umgeschaut, was so gesagt und geschrieben wurde und tatsächlich die Stimmen abseits der Starship-Fanbubble, die waren verhaltener oder klar negativ. Am meisten taucht Kritik zur Performance der Gesamtrakete, dem Hitzeschild und der Explosion in der Oberstufen-Triebwerkssektion auf. Beachtenswert meiner Meinung nach sind Aussagen zur Performance der gesamten Rakete und dass sie es ja immer noch nicht in den Orbit geschafft hat. Mit solchen Aussagen, da wäre ich vorsichtiger. Noch sind die Flüge ja absichtlich suborbital, da wir nicht wissen, wie voll SpaceX die Tanks wirklich macht und wie sehr sie die Raptor beim Flug drosseln, ist die Performance als Außenstehender nicht wirklich beurteilbar. Im direkten Vergleich der Flüge, da kann man aber, glaube ich, erahnen, dass der Booster nicht mit voller Leistung geflogen ist. Ob das absichtlich oder unbeabsichtigt erfolgt ist, das sei dahingestellt. Der Ausfall eines der 33 Triebwerke während des Aufstiegs erklärt das für mich nicht ausreichend. Meine Theorie, wenn es absichtlich war, sie haben den Booster so gedrosselt, dass die Oberstufe die maximale Brennzeit für eine tatsächliche Mission abfahren kann, ohne wirklich in den Orbit zu gehen. Das sollte ja auf diesem Flug unbedingt vermieden werden und war mit annähernd nutzlastleerem Starship ja wahrscheinlich gar nicht so einfach. Aber das nur meine 5 Cent. Auch Aussagen über die Höhe und Geschwindigkeit der Rakete im Vergleich zu anderen Raketen beim Brennschluss des Boosters finde ich schwierig. Beachtet werden sollte da, glaube ich, dass es bei einer vollständig wiederverwendbaren Rakete mit einem Booster, der zur Startrampe zurückkehrt, im Gegensatz zu einer teilwiederverwendbaren Rakete wie der Falcon 9 sinnvoll ist, mehr Performance und Gewicht in die Oberstufe zu packen. Für einen Booster, der zurückfliegen soll, ist es dagegen gar nicht so erstrebenswert, ihm zu viel horizontale Geschwindigkeit in Flugrichtung bei der Stufentrennung mitzugeben. Das muss ja alles dann wieder abgebaut werden. Auch wenn es keine gesicherten Leermassen für das Starship-System gibt, das sowohl Ship als auch Booster noch abspecken müssen und insgesamt leichter werden sollten, das würde ich unterschreiben. Ich kann nur mutmaßen, aber vermutlich hat man einfach einen Panzer entwickelt, den man irgendwie durch die vollständige Wiederverwendung prügelt, um ihn dann nach und nach auf Leichtbau und Nutzlastperformance zu optimieren. Berechtigte Kritik von Flug 10 betrifft mit Sicherheit die Explosion in der Triebwerkssektion. Das war ja kurz nach der In-Orbit-Zündung eines der Raptoren. Ich denke, wir sind uns einig, dass so eine Explosion keinen guten Eindruck bei der Flugtauglichkeit hinterlässt. Je nachdem, was die Explosion oder dieses energetische Event ausgelöst hat, vielleicht war es wieder ein Treibstoffleck, dann könnte auch die Frage erlaubt sein, warum Starship dann in allen Version 2 Flügen mit Treibstofflecks zu kämpfen hatte. Aber ich bin mir sicher, vor dem nächsten Flug wissen wir mehr. Apropos nächster Starship-Flug, bisher sind weder Flugprofil noch Hardware-Zusagen für Flug 11 bestätigt. Man vermutet aber, das wird der letzte Flug mit Hardware der 2. Generation. Naheliegender Gedanke, die Oberstufe wird dabei noch etwas extremer in den Wiedereintritt geflogen. SpaceX selbst hatte ja nicht unbedingt mit einer Wasserlandung der Oberstufe auf Flug 10 gerechnet. Ebenso wenig offiziell, aber sehr wahrscheinlich dann auf Flug 12 der Wechsel zur Hardware-Generation 3 und der lange erwartete Einsatz der neuen verbesserten Raptor 3 Triebwerke. Eric Berger von Ars Technica geht nicht davon aus, dass diese neue Hardware-Generation dann direkt in der Starbase landen wird. Erst würde SpaceX wahrscheinlich das neue Design mit Landung des Boosters im Golf von Mexiko und Landung der Oberstufe im Indischen Ozean auf Kinderkrankheiten testen. Nach der Odyssee mit dem Wechsel auf die Hardware-Generation 2 sieht es auch für mich nach einem plausiblen Plan aus. Sollte Flug 12 erfolgreich sein, dann könnte bereits bei Flug 13 ein erster Fangversuch der 3. Booster-Generation versucht werden. In diesem Rahmen ist wohl auch mit dem ersten Orbitalflug zu rechnen, einschließlich des Aussetzens von Starlink-Satelliten. Berger geht weiter davon aus, dass zwischen den Flügen 15 und 20 sich das Programm wahrscheinlich zunehmend von reinen Testflügen hin zu regulären Missionen entwickelt. In dieser Phase, da könnte dann auch der erste Fangversuch einer Starship-Oberstufe erfolgen. Außerdem plant SpaceX in diesem Zeitraum ja eine Demonstration des Treibstofftransfers im Orbit zwischen 2 Starships, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Mondmission für das Artemis-Programm und für alles, was über den niedrigen Erdorbit hinausgeht.
Von wegen Flüge in den tiefen Raum. SpaceX selbst strebt ja noch das Mars-Transferfenster Ende 2026 für einen Starship-Flug zum Mars an. Die dafür zwingend notwendigen Tests für Wiederbetankung im Orbit, ja, die werden derzeit ja nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet, was das Mars-Transferfenster 2026 doch immer unwahrscheinlicher werden lässt. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Nach dem 10. Start ist ja bekanntlich vor dem 11. Start. Für Sonntag, 7. September, da ist eine Strandsperrung in der Starbase angekündigt. Kann gut sein, dass SpaceX die nächste Hardware für Flug 11 dann für Tests zum Pad bringt. Eventuell Booster 15, der ja bereits auf Flug 8 geflogen ist und dann gefangen wurde. Während ich das hier aufnehme, befindet sich der Booster noch in der Mega B1. Wusstest du, dass deine persönlichen Daten auf Hunderten von Webseiten kursieren und dass du es je erlaubt hast? Dein voller Name, Adressen, Telefonnummer, sogar Infos über deine Familie sind öffentlich zugänglich. Und das nicht nur für Werbetreibende, sondern auch für Kriminelle. Identitätsdiebstahl, Betrugsversuche oder gezieltes Stalking, die beginnen genau dort. Genau deshalb nutze ich Incogni, einen Service, der deine Daten dort entfernt, wo sie nichts zu suchen haben. Auf Seiten von Datenhändlern und Menschensuchportalen. Incogni übernimmt für dich die mühsame Arbeit, hunderte von Anfragen zu stellen und wiederholt das regelmäßig, weil Daten immer wieder auftauchen können. Wenn sie dich nicht finden, dann können sie dir auch nicht schaden. Hol dir jetzt mit meinem Code Senkrechtstarter 60% Rabatt auf den Incogni Jahresplan. Besonders hilfreich finde ich auch das Custom Removal Feature. Wenn du eine Seite findest, auf der deine Daten auftauchen, einfach Link schicken, Incogni kümmert sich darum. Aber Incogni funktioniert auch vollautomatisch und lässt sich auf den Seiten von Datenhändlern entfernen. Du gibst nur einmal deine Zustimmung und Incogni übernimmt den Rest. Schnell, zuverlässig und sicher. Hol dir die Kontrolle über deine Daten zurück. Mit meinem Code Senkrechtstarter bekommst du 60% Rabatt auf den Incogni Jahresplan. Am vergangenen Mittwoch absolvierte eine SpaceX Dragon-Kapsel erstmals ein erfolgreiches Reboost-Manöver für die internationale Raumstation. 2 Draco-Triebwerke im drucklosen Kofferraum, dem sogenannten Trunk, hoben die ISS-Umlaufbahn in einem über 5-minütigen Brennmanöver an, und zwar um rund 1,6 Kilometer. Klingt jetzt nicht nach viel, aber ein bedeutender Test für das neue Boost-Kit, das künftig regelmäßig eingesetzt werden soll. Die Funktion ist entscheidend, um den natürlichen Höhenverlust der Station durch atmosphärischen Widerstand auszugleichen. Bislang waren dafür vor allem russische Progressfrachter zuständig. Mit der neuen Fähigkeit, da verschiebt sich die operative Verantwortung weiter in Richtung US-Segment. Die NASA, die wertet den Test als wichtigen Schritt für die Zukunft der ISS-Logistik. Die aktuelle Dragon unterwegs im Rahmen von CRS-33 soll bis Jahresende an der Station bleiben und dann mit Forschungsergebnissen und Fracht vor Kalifornien wassern. Der Trunk mit dem neuen Reboost-Kit, der wird vorher abgeworfen und soll im besten Fall in der Atmosphäre verglühen. Da relativ leicht der Trunk und große Fläche, da wurden immer wieder Teile des Trunks auf der Erde gefunden. Unter anderem deshalb hat SpaceX den Wiedereintritt der Dragon-Raumschiffe an die Westküste verlegt. Apropos Feuer und ISS, ein internationales Forschungsteam, das untersucht aktuell auf der ISS, wie sich Feuer in der Schwerelosigkeit ausbreitet. Ein lebenswichtiges Thema, nicht nur für zukünftige Raumfahrtmissionen. Feuer gilt ja als eine der großen Gefahren an Bord von Raumstationen. Auf der Mir hätte ein Feuer 1997 beinahe die gesamte Crew gekillt. Ein Szenario, das der Film Armageddon dann 1998 aufgegriffen hat. Unter der Leitung des ZAM in Bremen und der japanischen Gifu University untersucht das Experiment, wie sich Flammen bei verändertem Sauerstoffgehalt entlang unterschiedlich strukturierter Materialien verhalten. Hintergrund für Missionen zum Mond und Mars, da will man den Kabinendruck senken, um Masse zu sparen und Außeneinsätze zu erleichtern. Dafür muss aber der Sauerstoffanteil dann auf bis zu 35% ansteigen. Die Tests, die zeigen, in dieser Umgebung, da können sogar eigentlich schwer entflammbare Materialien Feuer fangen und die Brandausbreitung ist deutlich aggressiver als auf der Erde. Dank längerer Versuchsdauer auf der ISS können die Forscher jetzt erstmals dickere Proben analysieren. Die Ergebnisse, die sollen helfen, Brände im All besser vorherzusagen und Sicherheitskonzepte für künftige Crews deutlich zu verbessern. Ja, das ZAM in Bremen, eine weltweit einmalige Einrichtung. Mein Besuch am ZAM in Bremen, den verlinke ich euch unter dem Video. An Bord der ISS, da arbeitet die Crew der Expedition 73 an einem entscheidenden Gesundheitsthema für Langzeitmissionen, dem Erhalt des menschlichen Skeletts in der Schwerelosigkeit. NASA-Astronaut Johnny Kim untersucht im Kibo-Labor der Station Stammzellen aus menschlichem Knochengewebe, die mit einem therapeutischen Wirkstoff behandelt werden. Ziel ist es, die molekularen Veränderungen besser zu verstehen, die während eines Raumflugs zum Knochenschwund führen. Nach Abschluss des Experiments wandern die Proben zur Analyse in ein Forschungslabor auf der Erde zurück. Unterstützt wird das Experiment von JAXA-Astronaut Kimiya Yui, der zusätzlich Gärprozess von Sakehefe bei künstlicher Schwerkraft erforscht. Na nochmal, Kanpai, das ist japanisch für Prost.
In einer Anhörung des US-Senats am 3. September, da kritisierte Ex-NASA-Administrator Jim Bridenstine scharf die aktuelle Artemis-Strategie. Der Einsatz von SpaceX Starship als Mondländer sei zu komplex, um China zuvorzukommen. Bloß eine einzige Mondlandung des Starship HLS benötige womöglich über ein Dutzend Starship-Tankerflüge zur Betankung. Ein Risiko, das laut Bridenstine die kommissarische NASA-Leitung 2021 unnötigerweise eingegangen sei. Bridenstine war kurz zuvor im Januar 2021 aus dem Amt geschieden. Bridenstine ist mittlerweile Cheflobbyist bei ULA. Zur Einordnung sei an dieser Stelle vielleicht erwähnt, dass die NASA auch vor der Auswahl von Starship HLS 2021 und später Blue Origins Blue Moon HLS keinen konkreten Plan für einen Mondlander hatte. Neben Bridenstine waren aber auch andere Experten, die USA könnten ohne Kurskorrektur den strategischen Boden im All verlieren. Drohende Kürzungen bei der ISS könnten die US-Besatzung auf 2 Personen schrumpfen lassen und bahnbrechende Forschung, die ist gefährdet. Der republikanische Senator Ted Cruz, der betonte deshalb, dass SLS und Orion müsse fortgeführt werden, um Amerikas Führungsrolle zu sichern. Bridenstines düstere Prognose, China wird den Mond vor den Amerikanern erreichen. Die erste Flagge auf dem Mond-Südpol, die könnte rot sein, wie die der Volksrepublik China. Ein rotes Tuch für die meisten Amerikaner oder etwas, womit man zumindest im US-Raum sehr gut Politik machen kann. Nach der Senatsanhörung zur Artemis-Strategie meldete sich auch Jared Isaacman, Kommandant der privaten Polaris-Mission, mit deutlichen Worten. Auf X schrieb er, es sei richtig, dass der Kongress darüber diskutiere, warum die USA trotz über $100 Milliarden an Ausgaben für das Mondprogramm immer noch keinen klaren Weg zurück zum Mond hätten. SLS sei extrem teuer, Orion habe technische Probleme, die neuen Raumanzüge seien nicht einsatzbereit und auch die Mondländer, die seien noch Zukunftsmusik. Vor diesem Hintergrund sei das Risiko real, dass China die USA überholen könnte. Anders als Ex-NASA-Chef Bridenstine hält Isaacman jedoch die Kritik an der Komplexität des orbitalen Betankens für falsch. Sowohl Blue Origins Mark II-Länder als auch SpaceX Starship seien darauf angewiesen. Er führe an, dass die Industrie selbst massiv in diese Technologie investiere, sodass nicht allein die Steuerzahler die Last tragen. Orbitales Wiederbetanken sei keine Nebensache, sondern ein Gamechanger weit über die Mondmission hinaus. Laut ihm wäre alles einfacher, wenn es nur einen Apollo-Mondländer brauchte, aber er stellt die Frage in den Raum, ob die USA 1969 wiederholen wollen oder technologische Entwicklungen, die Amerikas Fähigkeiten im All wirklich erweitern. Zur Einordnung, dass Treibstoffdepots im niedrigen Erdorbit ein riesiger Gamechanger wären für alles, was der Mensch abseits des niedrigen Erdorbits machen möchte, steht, glaube ich, für niemanden, der von Raumfahrt Ahnung hat, außer Frage. Ob sich das Ganze lohnt und mit vertretbarem Aufwand technisch realisieren lässt, darüber erhitzen sich jetzt die Gemüter. Ja, der Mond, nicht nur politisch kein einfaches Terrain. Mit der Rock and Roll with NASA Challenge startet die US-Raumfahrtbehörde einen internationalen Aufruf zur Neuentwicklung von Rover-Rädern. Leicht, flexibel, langlebig. Die Anforderungen sind extrem: Temperaturen von 121 Grad Celsius plus bis minus 255 Grad Celsius, scharfkantiges Regolith, Steigungen bis 20 Grad und 24 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit. In 3 Phasen werden Konzepte bewertet, Prototypen finanziert und schließlich im Johnson Space Center Rockyard live getestet. Dann mit dem Testrover Micro Chariot. Benötigt wird ein Rad, das den harschen Bedingungen am Südpol des Mondes gewachsen ist, wo künftig Rohstoffe erschlossen und Versorgungsrouten eingerichtet werden sollen. Besonders gefragt sind Konzepte, die mit wenigen Bauteilen, niedrigem Gewicht und hoher Skalierbarkeit überzeugen, auch für größere Fahrzeuge. Die Teilnahme, die ist weltweit offen, das Preisgeld beträgt $155.000. Wer die Herausforderung meistert, der könnte seine Technik vielleicht schon bald auf dem Mond rollen sehen. Einreichen möglich noch bis zum 4. November. Heute Abend, am Sonntag, 7. September, da haben wir die Chance auf ein seltenes Himmelsereignis, eine totale Mondfinsternis. Nicht überall direkt zu sehen, aber ab 6:30 kann potenziell im deutschen Sprachraum das Phänomen beobachtet werden, auch wenn er da vielleicht vielerorts noch gar nicht aufgegangen ist, der Mond. Je nachdem, wo du stehst, sollte der Mond ab 7:30 komplett von der Erde verdeckt sein. Etwa eine Stunde später verlässt der Erdschatten den Mond wieder. Das ist dann überall im deutschsprachigen Raum gut zu sehen. Vorausgesetzt natürlich, das Wetter spielt mit. Dann mit Sicherheit aber ein einzigartiges Schauspiel. Eine neue Generation von CMOS-Bildsensoren könnte der Schlüssel zur Entdeckung außerirdischen Lebens werden. Eine Forschungsgruppe am Rochester Institute of Technology entwickelt im Auftrag der NASA extrem lichtempfindliche Detektoren, die einzelne Photonen aufspüren. Diese Single-Photon-Sensing CMOS-Sensoren sind nahezu rauschfrei, strahlungsresistent und arbeiten bei niedriger Temperatur zuverlässig. Ziel ist der Einsatz im künftigen Megaprojekt Habitable Worlds Observatory, das nächste große Ding der NASA nach James Webb und Nancy Grace Roman. Das Weltraumteleskop, das soll Biosignaturen wie Methan oder Sauerstoff in Exoplanetenatmosphären nachweisen können. Die Technik, die wird derzeit sogar für infrarotes Licht weiterentwickelt, ein potenzieller Gamechanger für die Suche nach Leben jenseits der Erde.
Hat letzte Woche nicht mehr in die News gepasst. Rocket Lab hat seine neue Startrampe in Virginia eingeweiht. Die neue Startrampe an der US-Ostküste ist auf minimale Infrastruktur und schnelle Wiederverwendung ausgelegt. Jetzt gibt ein neues Video von Rocket Lab tiefe Einblicke in die Entwicklung der neuen Neutron-Rakete. Die Neutron ist ja eine wiederverwendbare Mittelklasse-Rakete mit 13 Tonnen Nutzlastkapazität. Das System, das zielt auf Megakonstellationen, Regierungsmissionen und laut Peter Beck auch perspektivisch auf Raumflüge mit Menschen an Bord. Unverwechselbar die Nutzlastverkleidung, die ist fest mit der R-Stufe verbunden. Rocket Lab spricht auch von Hungry Hippo Design, zu Deutsch hungriges Nilpferd. Das Design erinnert an James Bond und man lebt nur zweimal. Aber um das Klauen von Raumschiffen im Orbit geht's hier nicht, sondern um einen Gamechanger für die Wiederverwendung. Denn SpaceX muss ja seine Nutzlastverkleidung bei der Falcon 9 immer extra einsammeln. Die Struktur der Neutron, die besteht aus Kohlefaserverbundwerkstoffen. Da hat ja Rocket Lab sehr, sehr viel Erfahrung. Die Electron-Rakete von Rocket Lab, das war ja die erste vollständig Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoff gebaute Rakete. Angetrieben wird das Ganze mit 9 gestuften Archimedes-Triebwerken. Die produzieren aus Flüssigmethan und Sauerstoff jeweils bis zu 90 Tonnen Schub und stammen größtenteils aus dem 3D-Drucker. Rocket Lab betont, dass mit 600 geflogenen Rutherford-Triebwerken, die ja die Elektron antreiben, hier sehr viel Know-how für 3D-gedruckte Triebwerke vorhanden ist. Es gibt Neues von der Rocket Factory Augsburg. Diese Woche veröffentlichte das Unternehmen ein Video eines Shaker-Tests der 3. Stufe der Trägerrakete RFA-1. Dabei wurde die Oberstufe mit dem Namen Redshift in allen 3 Raumachsen auf die Belastung bei einem Start getestet. Laut Rocket Factory lief der Test erfolgreich. Mit einem Startdatum für die Trägerrakete RFA-1 kann ich euch leider aktuell nicht weiterhelfen. Nach dem Verlust der eigentlich für den R-Start vorgesehenen Hardware, war ja bei einem Bodentest auf den Shetlandinseln im letzten Sommer, arbeitet die RFA fieberhaft an neuer Hardware für den R-Start. Noch ist das Rennen für die erste deutsche Orbitalrakete komplett offen. In dem Rennen, das muss ich euch nicht sagen, da ist auch ESA Aerospace. Die Spektrum-Rakete, die startet ja aktuell von Norwegen, genau von Andoya. Ja, und das US-Unternehmen Astrobotic, werdet ihr wegen dem Mondlander wahrscheinlich kennen, wird ab 2026 seine wiederverwendbare Testplattform Zodiac vom norwegischen Andoya Spaceport starten. Die Vereinbarung sieht vor, dass Zodiac als Testträger für Mond- und planetare Landungen, Flugregelungen und Hardware-Risiken auch in Europa testen kann. Das Zodiac-System ist bereits in den USA im Einsatz. Andoya wird nun zur ersten europäischen Außenstelle für das Unternehmen. Andoya Space stellt für die Mission Infrastruktur, Bodensysteme und regulatorische Unterstützung bereit. Besonders betont man den Sicherheitsaspekt. Die Umsetzung erfolgt auf Basis des US-Norway Technology Safeguard Agreements. Beide Partner, die sehen in der Zusammenarbeit eine strategische Richtung für Europas kommerzielle Raumfahrt. Ich kann es kaum erwarten, dass von Andoya auch Orbitalraketen starten. Lass uns auf die Starts der vergangenen Woche kurz nochmal schauen. Am 31. August, da startete eine Falcon 9 vom SLC-40 in Florida mit Starlings. Am 2. September brachte Israel mit einer Shavit-2-Rakete den SAR-Radar-Aufklärungssatellit Ofek 19 in den Orbit. Der Start erfolgte wie alle israelischen Orbitalstarts entgegen der Erdrotation über das Mittelmeer, um die Nachbarn mit diesem Start nicht zu provozieren. Am 3. September folgte eine Falcon 9 mit Starlings von der Westküste von Vandenberg. Ebenfalls am 3. September startete eine weitere Falcon 9 mit Starlings von der Ostküste. Startplatz war da Cape Canaveral. Am 5. September eine Langermarsch 3C. Nutzlast ist mir nicht bekannt. Ging los dann von Xicheng. Eine weitere mir unbekannte Nutzlast startete wenig später mit Galactic Energy mit einer Ceres 1 vom kommerziellen Startkomplex in Jinquan. Auch am Freitag brachte eine Falcon 9 von Florida weitere Starlings ins All. Startplatz war da Kennedy Space Center. Am 6. September eine Falcon 9 mit Starlings von Vandenberg. Ja, und Wochenabschluss dann voraussichtlich eine Langermarsch 6A von Taichuan. Die Nutzlast ist mir nicht bekannt. Der Start war noch nicht erfolgt, als ich das hier aufgenommen habe. Kurze unbezahlte Werbung für eine Veranstaltung, auf die ich als DGLR-Mitglied aufmerksam wurde. Ein Ausflugstipp für alle Senkrechtstarter mit Nachwuchs in der Nähe von Erfurt. Am Samstag, 4. Oktober, da lädt der EGA Park Erfurt zur Space Party. Der Meki-Mitmach-Tag bietet eine Mondexpedition für Kinder, 7 interaktive Stationen, die simulieren eine Reise zum Mond. Highlights da wahrscheinlich Virtual Reality Flug mit Orion, Experimente mit Mondgestein und Tests zur reduzierten Mondgravitation. Technik aus Thüringen, die steht auch im Fokus. Jener Optronic zeigt Sensorik für NASA-Missionen. Das DLR School Lab bringt echte Mondforschung zum Mitmachen mit. Die TU Freiberg lädt zum Rover-Parcours. Parsec Space stellt ein Astronautentraining vor und Was ist was bringt Wissen zum Leuchten. Der Eintritt ist im regulären Ticketpreis enthalten. Wer Raumfahrt mit seinen Kindern hautnah erleben will, der sollte sich vermutlich diese Veranstaltung nicht entgehen lassen. Verlinke ich euch unten in der Beschreibung. In der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu dem großartigen Podcast Hör mal, wer da liegt. Mein Gastgeber Pascal, der ist chronisch krank und der hat mich in sein
Podcast-Bett geholt und wir haben da über die Zukunft der Raumfahrt und die Vision hinter Senkrechtstarter gesprochen. Verlinke ich euch, wie gesagt, in der Beschreibung. Mit Pascal, wie gesagt, darüber gesprochen, was so die Vision hinter Senkrechtstarter ist. Dass es Senkrechtstarter überhaupt gibt, das ist der Verdienst unserer großartigen Senkrechtstarter-Schutzengel. Also alle Menschen, die den Kanal regelmäßig Monitor unterstützen. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, unter dem Video gibt's einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Extra bekommst du dann ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Noch einmal der Hinweis, mit meinem Code Senkrechtstarter bekommst du 60% auf den Incogni-Jahresplan. Findest du auch unter dem Video. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, Like nicht vergessen. Wenn du das hier siehst, dann bin ich in den Niederlanden. Was ich da mache, das wird noch nicht verraten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.